In diesem Video Rundgang und Drohnenflug über und durch die ehemalige Kupfermine Ankerlia in Nordnorwegen. 1919 führten ein Brand und eine Überflutung zur endgültigen Stilllegung. Der Bergwerksbetrieb war damit am Ende, die Norwegian Copper Mines Ltd. Bankrott und die Anlage wurde zum Lost Place. Das Gebiet ist gut von einem nahegelegenen Wanderparkplatz zu erreichen, der auch als Startpunkt für Wanderungen zum Reiser Nationalpark und die Gorsa-Schlucht dient. Erste Kupfervorkommen wurden in der Gegend um 1860 bekannt. 1898 kaufte der Industrielle Christian August Anker aus Halden die Rechte und gründete die Bergbausiedlung Ankerlia. Die Siedlung umfasste die Verwaltung, ein Labor, eine Schmiede für Reparaturen und Werkzeugherstellung, die Schmelzhütte, Wohnbaracken für Arbeiter, Unterkünfte für Angestellte, eine Schule, eine Post, Ladengeschäfte, ein Kraftwerk sowie die Direktorenvilla. Von Ankerlia gingen Baustraßen und Fußwege hinauf zu den verschiedenen Minen. Die Menschen, die in den Gruben von Birtavarra arbeiteten, kamen hauptsächlich aus der näheren Umgebung. Es gab aber auch Arbeiter aus Russland und Karelien. Die Arbeit war hart und gefährlich. Die Bergwerke lagen in der nahen Umgebung, höher in den Bergen. Einige Stollen sind noch heute vorhanden, aber teils mit Wasser gefüllt. Aus dem abgebauten Kupfererz, welches zur Siedlung transportiert und aufbereitet wurde, wurde dann in Ankerlia durch Schmelz- und Röstprozessen Kupfer gewonnen. Quellen sprechen von mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen und häufigen Unfällen durch Sprengstoff und Erdrutsche. Die raue Natur und der relativ geringe Kupferanteil des geförderten Erzes halfen auch nicht. Löhne und Arbeitsbedingungen galten zu seiner Zeit als wenig attraktiv. Viele Arbeiter sollen auf der Anlage gestorben sein. Untermauert wird dies durch wiederkehrende, dokumentierte Vorfälle wie wiederholte Brände und Überschwemmungen. So brannten 1903 fast alle Gebäude der Siedlung ab.
Trotzdem blieben die Minen bis 1919 in Betrieb, als weitere Überschwemmungen und Brände dem Betrieb ein Ende setzten und das Unternehmen in Konkurs ging. Heute ist Anklalir mit der verlassenen Technik, den Farbspielen des Sonnenlichtes auf den verbliebenen Schlackenhalden in einer spektakulären Schlucht ein frei zugängliches Freilichtmuseum und ein erlebbares Stück Geschichte der Gegend. Folgt man nach der Direktorenvilla dem Verlauf der Schlucht, gelangt man zur Gorsa-Brücke, die bei einem beeindruckenden Wasserfall über die tiefste Schlucht in Norwegen führt. Mehr Informationen und Bilder dazu gibt es bei Interesse in unserem Norwegen-Video zum Nordkap bei 10 Minuten 51 Sekunden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Bei Interesse an weiteren interessanten Orten voller Geschichte und Geschichten gerne ein kostenloses Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Bis bald.